Eines Tages kam Samuel zu Saul und sagte: Der Herr hat mich damals beauftragt, dich als König über sein Volk Israel einzusetzen. Nun ist es an dir, dem Befehl zu gehorchen, den der Herr dir heute gibt. Der Herr, der allmächtige Gott, hat gesagt: Ich habe nicht vergessen, was die Amalekiter meinem Volk angetan haben. Als die Israeliten damals unterwegs waren von Ägypten nach Kanaan, da stellten sich ihnen die Amalekiter in den Weg. Darum sollst du nun gegen dieses Volk in den Kampf ziehen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Verschone nichts, niemanden, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Saul rief seine Truppen zusammen und musterte sie in Telem. Es waren 200.000 Mann, Fußvolk. Dazu kamen 10.000 Mann aus Juda. Saul rückte mit ihnen bis zur Hauptstadt der Amalekiter vor. Einen Teil des Heers schickte er als Hinterhalt in das Tal nahe der Stadt. Vor dem Angriff ließ Saul den Kenitern eine Botschaft zukommen: Trennt euch von den Amalekitern, verlasst sofort dieses Gebiet, sonst kommt ihr mit ihnen um, wenn wir sie vernichten. Denn ihr Keniter seid damals den Israeliten freundlich begegnet und habt ihnen geholfen, als sie von Ägypten wegzogen und in der Wüste unterwegs waren. Da verließen die Keniter schleunigst das Gebiet der Amalekiter. Saul griff die Amalekiter an und schlug sie vernichtend, von Havila bis nach Schur an der Ostgrenze Ägyptens. Am ganzen Volk wurde Gottes Urteil vollstreckt, indem man sie mit dem Schwert umbrachte. Nur Agag, ihren König, nahm Saul lebend gefangen. Ihn verschonten Saul und seine Soldaten. Auch die besten Schafe und Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tiere waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwache Vieh, von dem sie sich keinen Nutzen versprachen. Da sagte der Herr zu Samuel: Ich wünschte, ich hätte Saul nie zum König gemacht, denn er hat mir den Rücken gekehrt und meine Befehle nicht ausgeführt. Samuel war deswegen sehr aufgewühlt und betete die ganze Nacht laut und eindringlich zum Herrn. Früh am Morgen machte er sich auf den Weg zum Saul. Ihm wurde berichtet: Der König ist in der Stadt Karmel gegangen und hat sich dort ein Siegesdenkmal aufgestellt. Dann ist er weiter nach Gilgal gezogen. Als Samuel in Gilgal ankam, begrüßte Saul ihn, als ob nichts gewesen wäre. Der Herr segne dich, meinte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher kam dann das Gebrüll und Geblöke, das ich höre? Fragte Samuel. Das hört sich an, als ob viele Rinder, Schafe und Ziegen hier in der Nähe seien. Die haben wir von den Amalekitern mitgebracht, antwortete Saul. Die Soldaten wollten die besten Rinder, Schafe und Ziegen nicht einfach niedermetzeln. Sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Doch sonst haben wir alles und jeden umgebracht. Da unterbrach ihn Samuel: Hör auf damit! Der Herr hat in der letzten Nacht mit mir geredet. Ich habe dir etwas auszurichten. Dann sprich, sagte Saul, und Samuel fuhr fort. Als du zum Oberhaupt über das ganze Volk wurdest, kamst du dir selbst klein und unwürdig vor. Und doch hat der Herr gerade dich als König über Israel eingesetzt. Er hat dich zu den Amalekitern geschickt und dir befohlen: Vollstrecke an ihnen mein Urteil. Kämpfe gegen sie, bis du sie völlig vernichtet hast, denn sie sind ein gottloses Volk. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du dich gierig auf die Beute gestürzt und gerade das getan, was der Herr dir verboten hatte? Aber ich habe dem Herrn doch gehorcht, versuchte Saul sich zu rechtfertigen. Ich bin dorthin gegangen, wohin er mich geschickt hat. Agag, den König von Amalek, habe ich gefangen hierher gebracht und die anderen Amalekiter ließ ich alle umbringen. Meine Leute haben bloß einige Schafe und Rinder als Beute mitgenommen und ich kann dir sagen, es sind nur die besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollten. Das Volk ließ sie leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Doch Samuel erwiderte: Was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines: Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm die besten Opfer zu bringen. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst, weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast. Darum hat er dich verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Da bekannte Saul: Ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen, und ließ ihnen daher ihren Willen. Vergib mir bitte diese Sünde und komm mit mir zu den anderen zurück, damit ich in deiner Gegenwart den Herrn anbete. Doch Samuel antwortete: Ich kehre nicht mit dir zurück, denn du hast es abgelehnt, den Befehl des Herrn auszuführen. Darum hat er dich als König abgesetzt. Als Samuel sich umdrehte und weggehen wollte, packte Saul ihn am Mantel, um ihn zurückzuhalten. Dabei riss er ein Stück Stoff ab. Da sagte Samuel: Genau so hat der Herr dir heute die Herrschaft über Israel entrissen, um sie einem anderen zu geben, der würdiger ist als du.
Israels herrlicher Gott wird diesen Entschluss nicht zurücknehmen. Er lügt niemals. Er ist nicht wie ein Mensch, der etwas sagt und es dann doch wieder bereut. Ich habe gesündigt, wiederholte Saul. Aber bitte, stell mich jetzt nicht bloß vor den 7 Oberhäuptern meines Volkes und vor ganz Israel. Komm mit mir zurück, damit ich in deiner Anwesenheit den Herrn, deinen Gott, anbete. Da gab Samuel nach und kehrte mit Saul zu den anderen zurück. Nachdem Saul zum Herrn gebetet hatte, befahl Samuel: Bring König Agag von Amalek zu mir. Furchtlos schritt Agag auf Samuel zu, denn er sagte sich, die größte Gefahr ist jetzt wohl vorüber. Aber Samuel empfing ihn mit den Worten: Durch dein Schwert haben viele Mütter ihre Söhne verloren. Genauso sollen auch deine Mutter kinderlos werden. Dann stach er Agag vor dem Altar in Gilgal nieder und hieb ihn in Stücke. Anschließend kehrte er nach Rama zurück und Saul ging in sein Haus nach Gibea. Samuel traf Saul den Rest seines Lebens nicht mehr, doch er trauerte noch lange um ihn. Der Herr aber bedauerte es, Saul je zum König über Israel gemacht zu haben.